Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Wir schauen uns heute an Python, besser gesagt Python-Automatisierung. Ich zeige dir ein cooles Programm, mit dem du deine Arbeit wesentlich leichter machen kannst und deine Ordner schön strukturieren kannst oder dass du dich darum kümmerst. Das macht alles das Programm für dich, du siehst es hier auch schon im Hintergrund. Und ja, ich zeige dir, wie du das programmierst und sei schon mal gespannt. Ich freue mich, dir das zu zeigen und wir sehen uns gleich. Cybersecurity. Be part of IT. Gut, wir sehen jetzt hier gleich, wie wir eine Datei in den Ordner kopieren und diese Datei wird automatisch in einen anderen Ordner kopiert. Ist vielleicht ganz nützlich, wenn man eine Datei runterlädt in den Download-Ordner und der immer voller wird. Dann kann man dem Programm eben sagen, ja, hier bitte alle Textdateien in den Ordner, alle Bilder unter Bilder speichern und so weiter. Man kann das auch noch ganz weit auffächern in verschiedene Kategorien, die Dateien umbenennen zum Beispiel. Machen wir jetzt im nächsten Schritt, tun wir die Dateien umbenennen, so damit du eben eine schöne Struktur hast, ohne dich darum zu kümmern müssen. Genau, ich zeige dir jetzt erstmal, wir schieben die Datei in den einen Ordner und dann wird die automatisch in den anderen Ordner reinkopiert. Das haben wir gerade programmiert und im nächsten Schritt zeige ich dir dann, wie man das Programm erweitert und wir eben dann die Datei in dem anderen Ordner sogar auch noch umbenennen. Also schau dir das erstmal an und dann kannst du weiter programmieren. So lernst du auch gleichzeitig ein bisschen Programmieren, ein bisschen Python mehr. Und ja, wir sehen uns gleich.
Okay, wir sind jetzt hier fertig. Die Dateien werden jetzt zusätzlich noch umbenannt und durchnummeriert, also 1 bis 10 oder so. Und ja, den Link zu dem Programm findest du unter dem Video. Ist auf GitHub drauf der Code, kannst einfach kopieren und selber nachmachen, ausprobieren und natürlich gerne auch erweitern. Ich würde dir aber empfehlen, das Programm abzutippen vom Video, denn dann hast du einen besseren Lerneffekt, Learning by Doing, und kannst auch gleich Anpassungen durchführen. Genau. Ich hoffe, das Video hat dir weitergeholfen, hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über ein Like, über ein Abo natürlich und halt die Glocke aktivieren, dann bist du immer auf dem neuesten Stand. Und ansonsten wünsche ich dir wie immer noch einen wunderschönen Tag und be part of it. Peace.